Oh hey, heute reden wir mal über einen Cartoon-Charakter, der wirklich vergessen ist zu Unrecht. Oswald the Lucky Rabbit. Wieso ich diesen Cartoon-Charakter so liebe und warum ich ihn unbedingt mal thematisieren will, erfahrt ihr hier. Also folgt mir auf meiner mehr oder weniger Respektive oder was auch immer über Oswald the Lucky Rabbit. Und beginnen wir doch mal am Anfang. Vermutlich kennen die meisten Oswald aus den Wii-Spielen von Epic Mickey. Kein Wunder also, dass man eher weniger etwa denken würde, dass dieser Charakter etwa eine so große Legacy hat. Aber wenn ich euch sage, dass seine Legacy relativ groß ist, dann meine ich das auch wirklich. Nicht nur war er mehr oder weniger der erste wirkliche Cartoon-Charakter von Walt Disney und nicht nur war er mehr oder weniger der Blueprint für ein Early Mickey, der im Laufe der Zeit sich natürlich auch verändert hat. Nein, Oswald hat verdammt viele Cartoons, aka Kurzfilme. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, im Oktober alle seine Kurzfilme sich anzuschauen, zumindest die existieren, und meine Fresse hat das gedauert. Es sind über hunderte Cartoons und die rangen von den Mitte 1920ern zu den Mitte 1930ern. Also holy fucking shit. Über 10 Jahre straight up mehrere Oswald Cartoons. Und natürlich gibt es auch ein paar Ausreißer, die später dazu kamen oder Cameos, aber über diese reden wir eher weniger. Also wo kann man am besten hiermit starten als mit dem Anfang, die Creation von Walt Disney, Oswald the Lucky Rabbit. Die ersten Cartoons wurden sehr stark aufgesehen von Disney. Dieser hat zu der Zeit mehr oder weniger bei Universal gearbeitet und hatte nicht wirklich etwa sein eigenes Studio so richtig etwa im Startpunkt gehabt. Natürlich existierte dieses Studio schon, aber so wirklich einen richtigen Startloch hatte dieses Studio bislang nicht. Und Walt Disney war generell ein wenig unexperienced zu dieser Zeit, also war Oswald seine erste große Experience und was das für eine war. Denn auch wenn viele Executive Producers zu dieser Zeit eher mehr einfach nur ihre Stirn gerunzelt haben und sich dachten, das hier soll etwa Erfolg haben, war Oswald ein definitiver Kassenschlager und wirklich erfolgreich. Und wirklich auch zu Recht, denn diese Disney-Cartoons von Oswald sind einfach nur so fantastisch und so charmant sich anzuschauen. Ich muss wirklich zugeben, dass die immer so eine Delikatesse waren von diesen ganzen Marathon. Denn viele dieser haben wirklich einen fantastischen Sinn für Slapstick-Humor. Denn Disney verstand wirklich gut, wie man Slapstick-Humor zu den Animationen translaten konnte. Es gab nicht wirklich viel Voice-Acting hier, denn es war eine sehr early Side für Animationen, aber die Musik untermauert einfach nur die Situation so gut. Und die Slapstick hier wurde einfach nur wirklich witzig gemacht meistens. Klar gibt es manche Ausreißer und klar ist manche dieser Oswald-Cartoons nicht so up-to-date, aber ich war wirklich surprised, wie stark man dieses immer noch etwa heutzutage anschauen kann. Sie sind unterhaltsam, die Musik ist einfach nur ein Ohrwurm und einfach nur fantastisch. Die Animationen sind wirklich einfach nur liebevoll gemacht worden und wie Oswald etwa seinen ganzen Körper auf eine sehr cartoony Art und Weise bewegen kann, liebe es einfach nur bis zum Ende. Da ist es auch kein Wunder, dass ich etwa wirklich traurig bin, dass genauso wie bei den originalen Tapes von Doctor Who der 60s viele der originalen Walt Disney Oswald Cartoons missing sind. Paar haben etwa Reconstructions gekriegt, aber hier gibt es weniger Material, von dem man etwa was holen kann. Also das ist wirklich schade. Denn wie schon gesagt, ich kann so viel einfach nur loben an Oswald. Meiner Meinung nach sind diese Oswald Cartoons ein perfektes Beispiel, wie man in dieser Zeit für Animations-Slapstick gemacht hat. Die sind witzig, sie sind gut animiert und wirklich gut kompensiert. Das kann ich leider aber nicht sagen, nachdem etwa Disney sich mehr oder weniger getrennt hat von Universal, um mehr oder weniger seinen eigenen Durchstart zu kriegen und die Figur des Mickeys entstanden ist. Und Mickey war zu der Anfangszeit wirklich etwa sehr nasty und teilweise ein Arschloch, ähnlich wie Oswald. Heutzutage kennen wir Mickey als eher mehr einen warmherzigen, aber zu seinen Early Starts konnte er sehr fies sein, was man etwa an andere Charaktere später übergeben hat, wie zum Beispiel Donald Duck mit den unhöflichsten beispielsweise. Und während Disney etwa mit Mickey und Co. große Erfolge erzielen konnte, wollte natürlich Universal auch etwa was haben. Universal hat immer noch etwa die Reste gehabt an Oswald, denn Disney hat Oswald unter Universal entwickelt. Bis Universal konnte machen mit Oswald, was sie wollten, egal ob Disney da ist oder nicht. Und sie haben viele der anderen Animatoren mehr oder weniger angeheuert, damit sie etwa diese Oswald-Cartoons weitermachen können. Und diese Ära ist ein wenig schwer zu pin-downen, was sie etwa wirklich ausmacht. Man hat mal hier wirklich versucht, sehr viel von den originalen Cartoons zu replicaten, ohne wirklich den Kern zu verstehen von diesen originalen Cartoons und was sie so unterhaltsam gemacht haben. Es ist auch eine Ära, die man schwer raten kann, denn es ist vermutlich diese Ära, die am meisten etwa effektiv ist von Missing Kurzfilmen. Viele der Kurzfilme
zu dieser Zeit sind mehr oder weniger mittlerweile nicht mehr existent. Die Kurzfilme, die existieren, habe ich mir natürlich aber auch angeschaut und muss zugeben, ja, das war jetzt nicht so dolle. Ich bin ehrlich, ich möchte niemanden von den Animatoren irgendwie schlendern oder sowas. Die haben alle einfach nur ihren Job gemacht und das Beste versucht zu machen. Aber man konnte mal sehen, dass Universal nicht wirklich so wusste, was sie etwa mit Oswald machen sollten. Sie wollten natürlich etwa diesen Erfolg weiterhin haben, aber ohne Disney war irgendwie die Idee von cleveren Slapstick-Animationen eher weniger da. Die Animationen waren immer noch nicht etwa so schlecht oder sowas. Die Animationen waren von der Qualität her immer noch gut, aber irgendwie das Magische und Charmante hat da einfach gefehlt. Also kein Wunder auch, dass viele dieser Animatoren später von Universal weggingen, um ihr eigenes Ding zu machen und so uns dann ein paar andere, sehr ikonische, aber sehr vergessene Charaktere der 30er Jahre, die aber jetzt auch nicht etwa wirklich zurückkehren müssen. Eine Ära von Oswald Cartoons, die sehr, sehr mittelmäßig ist, mit paar Highlights, aber größtenteils einfach nur für mich etwa ein Wort auslöst. Meh. Und dann kam die nächste Ära unter einen neuen Typen, der mehr oder weniger Universal gesagt hat, hey, wenn ihr wollt, dass Oswald wieder erfolgreich wird, vielleicht kann ich ihn ja in-house produzieren. Und so kam Walter Lantz. Und meine Güte, die Walter Lantz-Ära kann man in 2 bzw. 3 Spalten etwa einbaten. Die erste Spalte ist etwa ein Versuch, immer noch das zu replicaten, was etwa davor mit Disney so gut funktioniert hat. Und das sogar deutlich schlechter als die andere Spalte bzw. Ära. Denn auch wenn es natürlich ab und zu manche sehr nette Momente gibt, die Musik immer noch manchmal sehr ohrwurmhaft ist, wurde irgendwie da ein bisschen es verkackt. Denn Oswald hat langsam in der Lantz-Ära Stimmen gekriegt. Und das deutlich viele verschiedene. Und ich möchte auch niemanden in dieser Voice Actor slandern, aber die meisten haben wirklich etwa nicht den Charakter von Oswald gepasst. Zu der Anfangszeit hat man irgendwie versucht, das noch ein bisschen zu machen, aber später wurde es eher weniger von und dann irgendwie Leute, die kaum so klingen, als wären die Oswald. Beziehungsweise Stimmen, die einfach nur so anders klingen und einfach nicht zu dem Charakter von Oswald passen. Die nächste Ära war die Ära, wo Walter Lantz mehr oder weniger Oswald das Treatment gegeben hat, was er fast jedem seiner Cartoon-Figuren gegeben hat. Ein Redesign, was nicht etwa wirklich gut aussieht, ein Redesign, was viel von den Charme des originalen Oswald the Lucky Rabbit Design wegnimmt und auch einfach nicht so doll ist, meiner Meinung nach. Diese Ära ist Hit und Miss. Manche dieser Kurzfilme sind wirklich grandios und manche dieser Kurzfilme sind wirklich what the fuck. Das war jetzt nicht so witzig und das war einfach nur langweilig. Die Animationen waren immer noch manchmal solide, aber so wirklich gut war diese Ära jetzt auch nicht. Dies ist vermutlich für mich die Ära, die am spessesten von Oswald überhaupt war. Man hatte mal keine Idee, was man mit Oswald konkret machen wollte. Man wollte mal weg von den Replicaten, aber dennoch wollte man irgendwie stickig und sehr sarkastisch und sehr sassy sein wie frühere Oswald-Cartoons. Aber so wirklich gepasst oder funktioniert hat es dies nicht. Die Plots waren auch sehr repetitive. Der eine Circle von Oswald, der vor allem in der Early 8 ein super großer Part war für diese Cartoons, beziehungsweise zentral war für viele, ist mehr oder weniger in den Müll geworfen worden und wurde einfach irgendwie nie wirklich wieder genutzt. Der Love Interest von Oswald wurde auch immer mal wieder überarbeitet und die Settings, man wollte mal irgendwie alles mal probieren. Ritterzeit, Piratenzeit, was es auch immer gibt, wir wollten das probieren. Es war eine Ära, die weder wirklich etwa witzig war, weder wirklich interessant war und auch die Animationen, so sehr ich auch etwa gesagt habe, dass die jetzt nicht schlecht waren, bisschen geleckt haben. Und dieses Redesign und ein paar der anderen Designs war wirklich irgendwie bisschen kacke und einfach nur so untypisch und so unpassend für Oswald. Und während Disney mehr oder weniger gigantische Erfolge erzielen konnte mit Mickey und Co., das Universal mehr oder weniger mit Oswald einen Punkt, dass irgendwie die Audience einfach kein Interesse mehr an den Lucky Rabbit hatten. Dabei hat er mittlerweile einen Theme-Song, der übrigens eigentlich catchy ist, aber jetzt nicht so dolle ist. Aber ja, kommen wir doch mal zur letzten Lantz-Ära und zu der letzten Ära, wo Oswald regulär eine Appearance hatte. Natürlich rede ich etwa von der großen Redesign-Ära, wo Oswalds Design nochmal überarbeitet worden ist. Und meine Fresse, was habt ihr mit Oswald gemacht? Diese Ära unterscheidet sich im Aspekt von Ton und Comedy jetzt auch nicht so stark davon. Es ist eine Ära, die super unangenehm ist, wegen dem Zeitpunkt, wo sie erschienen ist. Den 1930er Jahren. Und ich glaube, ich muss niemandem sagen, was in dieser Zeit definitiv sehr präsent war. Diese Ära spürt einfach nur davon heraus. Und das macht etwa ein Rewatch von dieser Ära, beziehungsweise ein erster Watch von dieser Ära, so verdammt unangenehm. Abseits davon, selbst wenn man das etwa ein Auge zudrückt, bei manchen dieser Sorts, wo es nicht etwa der Fall ist, die sind immer noch super langweilig.
Oswald wird ein warmherziger Polizist. Oswald, der Polizist. Oswald, der ein Daredevil war für eine lange Zeit. Er ist von Polizisten weggerannt in den originalen SWAT und jetzt ist er ein Polizist mit einem Kollegen, der einfach nur Bubble irgendwie sagt. Was ist daran witzig, was ist daran interessant? Auch der Fokus von Oswald wurde sehr stark weggedriftet. Irgendwie interessiert uns etwa Oswald anscheinend nicht mehr. Irgendwie soll uns etwa solche fremden Schafe interessieren, die wir noch nie gesehen haben. Irgendwie soll uns etwa eine Parodie eines Märchens interessieren. Lanz hat wirklich etwa hier einen Treffpunkt gemacht, dass die Audience wirklich einfach nur tired von den ganzen selben Tropes ist. Es kam so viel Oswald in den letzten 10 Jahren zu diesem Zeitpunkt, dass die Audience einfach kein Interesse, keine Lust mehr hatten. Und auch hat man etwa oft bei diesen Lanz-Cartoons gesehen, dass er oftmals etwa eine Maus hatte, die Ähnlichkeiten zu Mickey hatte, aber natürlich so copyrighthaft verändert worden ist, damit man keine Probleme hat. Und an sich eine cute, nette Idee, aber an sich wurde es auch super overused. Es hätte was werden können, aber irgendwie wusste auch Lanz, dass auf einen bestimmten Punkt mal auch irgendwie was nicht sagen könnte. Man hat mal gemerkt, dass Lanz auch einfach nur frustriert war, wie stark der Erfolg war von Mickey und Co. und wie Oswald mehr oder weniger einfach nur in die Tonne geworfen wurde. Und so nach einer langen Zeit in den 30ern, beziehungsweise Mitte der 1930er Jahren, fand Oswald sein vorhalbiges Ende. Mit einem grauenhaften Redesign, mit einer Character Assassination, mit unlustigen Sorts, die auch einfach nur in diese Zeitperiode reinpassen, aber auch im negativsten Sinn überhaupt. Und dann passierte eine Sache nach so vielen Jahren, die wohl niemand etwa erwartet hatte. Denn ein Sportmoderator wollte unbedingt zu einem anderen Sender verwechseln, doch er stand etwa in einem Vertrag mit Disney. Universal wollte ihn haben und Disney wollte natürlich etwa nicht einfach so ihn weggeben oder seinen Vertrag beenden. Und da wurde etwa einer der merkwürdigsten Taus überhaupt in der Filmgeschichte, beziehungsweise sogar für die Disney-Geschichte gemacht. Denn anders als bei vielen anderen Marken oder Studios hat Disney Oswald nicht zurückgekauft, nein, sie haben ihn getauscht. Sie haben ihn getauscht mit diesem Sportmoderator und seinen Vertrag released, damit er auf der anderen Seite moderieren kann. Und so haben sie etwa viele der Reste der Oswald-Cartoons gekriegt und auch die Reste Oswald wieder mal zu nutzen. Das alles wegen einem Epic Mickey-Pitch für ein Game. Und das finde ich doch wirklich etwa eine kuriose Geschichte und da wird man sich denken, natürlich hat Disney was dann etwa mit Oswald gemacht. Aber ähnlich wie mit den Muppets weiß auch Disney anscheinend heutzutage nicht, was sie etwa mit Oswald machen sollen. Es gab zwar etwa einen Short-Film, der wirklich etwa gut recaptured hat, den charmanten Charme der originalen Oswald-Cartoons, also im letzten Jahr. Und er hat auch etwa einen kleinen Auftritt in Once Upon a Studio, was ich sehr schätze. Aber so wirklich viel von Oswald hört man jetzt nicht. Es gibt zwar das Gerücht, dass man auf Disney Plus eine Oswald the Lucky Rabbit Show machen will, aber ob es dazu wirklich kommt, wer weiß es schon. Ich hoffe es definitiv, denn Oswald verdient wirklich Spotlight und meiner Meinung nach, wenn er richtig genutzt wird, kann er auch einfach nur fantastisch unterhaltsam sein. Aber jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von Oswald the Lucky Rabbit und was ist eure Lieblingsära von Oswald? Meiner Meinung nach ist immer noch die originale Ära von Oswald die beste, mit diesen ganzen charmanten Charme, die sie einfach nur ausspürt. Aber eure Meinung würde mich sehr interessieren. Anyway, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!